Hallo zusammen! Heute ist ein sehr schöner und ruhiger Sonntag und es findet in unserer Stadt ein Flohmarkt statt. Und mein Mann und ich gehen gemeinsam dorthin. Ich persönlich liebe Flohmärkte total. Ja, ich finde, dass diese Tradition sowohl in Deutschland als auch generell in Europa etwas ganz Besonderes ist. Ja? Viele mögen Flohmärkte, weil sie umweltfreundlich oder kostengünstig sind. Man kann Dinge verkaufen, die man nicht mehr braucht und gleichzeitig schöne Secondhand-Schätze finden. Aber für mich sind Flohmärkte so viel mehr als das. Sie sind voller Geschichten. Jeder Gegenstand, egal ob ein Buch, ein Teller, eine Tasse, ein Kerzenhalter, sogar ein Möbelstück, hat einmal jemandem gehört. Ja? Manche Flohmärkte bieten Antiquitäten aus vergangenen Jahrzehnten oder Jahrhunderten an. Das ist wirklich faszinierend. Ja? Also jeder Gegenstand, jeder Gegenstand hat seine eigene Geschichte zu erzählen. Und die Atmosphäre ist einfach meistens sehr freundlich und gemütlich und es macht einfach Spaß, etwas Besonderes zu entdecken und das auch noch zu einem guten Preis. Also kommt mit und wir werden wie immer gleich ein bisschen Wortschatz auf Deutsch lernen. Also, falls ihr mich nicht kennt, mein Name ist Muhaddese, ich komme aus dem Iran. Ja. Und ich wohne in Deutschland und ich bin Deutschlehrerin. Hier in diesem Kanal sprechen wir über verschiedene Themen auf Deutsch und versuchen unsere Sprachkenntnisse durch Zuhören, Zuschauen, Sprechen und Genießen zu verbessern. Falls ihr an solchen Inhalten interessiert seid, bitte vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Dankeschön. Und ich habe auch eine kurze Frage. Sind Sie schon einmal auf einen Flohmarkt gegangen? Und wie findet ihr Flohmärkte? Also schreibt es gerne bitte in die Kommentare. Danke. Pani kommt wie immer mit uns mit. Ich glaube nicht, dass es ihr dort besonders gefällt, aber zu Hause zu bleiben, findet sie noch schlimmer. Wir nähern uns. Wir sind hier im Stadtteil Nippes in Köln. Wir mögen diese Gegend wirklich sehr. Wir sind angekommen und es ist viel voller, als ich erwartet habe. Die ersten Sachen, die mir ins Auge gefallen sind, waren diese Bilder. Manche sind ziemlich günstig, zum Beispiel 5 oder 10 Euro, aber die größeren sind deutlich teurer. Kameras und Objektive gehören einfach zum festen Bestandteil von Flohmärkten. Es gibt hier viele Vintage- und alte Geschirrteile. Diese Kaffeesets finde ich richtig schön. Ich bin ehrlich gesagt begeistert von der Vielfalt hier. Man kann alles finden, alles. Ich habe mich total in diese kleine Teekanne verliebt. Man findet hier viele kleine süße Sachen. Ich muss zugeben, es ist total überfüllt. Es ist ja schwer, sich fortzubewegen. Wie ihr seht, ist es gar nicht so einfach, hier durchzukommen.
Es gibt auch viele Bücher und Romane, meistens auf Deutsch und ein paar auf Englisch. Hier habe ich zum Beispiel ein paar Bücher von Margaret Atwood gefunden, aber auf Deutsch. Irgendwie hat man das Gefühl, dass jedes dieser Dinge eine eigene Geschichte zu erzählen hat, oder? Zum Beispiel diese alten afrikanischen Antiquitäten. Ja, wo waren sie eurer Meinung nach früher? In wessen Besitz waren sie? Es gibt auch viele Accessoires. Ja, ich glaube, die Ringe und Ohrringe hier sind aus Kupfer. Spielzeug und Kleidung gibt es auch. Jeder hat einfach einen Stand gemietet und verkauft unterschiedliche Sachen. Ich bin ehrlich gesagt kein großer Fan von Secondhand-Kleidung. Wie ist es bei euch? Habt ihr schon mal Kleidung auf dem Flohmarkt gekauft? Diese Schals hier sind übrigens nicht gebraucht, aber sie sind wirklich wunderschön und wirken sehr authentisch. Ja, meine Reaktion spricht für sich selbst. Es gibt auch Snackstände hier, wo man sich ein bisschen ausruhen kann, wenn man Hunger bekommt. Einige dieser Sachen sind antik und entsprechend ziemlich teuer. Plötzlich sind mir diese Schuhe, Vans-Schuhe, ja, in verschiedenen Größen und Farben aufgefallen. Sie sind sehr günstig, aber man muss sich echt Zeit nehmen, um da etwas Passendes zu finden. Die Leute sind am Stöbern und einkaufen und die Sonne scheint auch richtig schön. Nach dem Rundgang sind wir jetzt in ein gemütliches Café in der Nähe des Flohmarkts gegangen, um etwas zu trinken und ein bisschen über die Dinge zu plaudern, die wir gesehen haben. Ja, wie ich es schon erwartet hatte, war die Stimmung ganz gut und es hat total Spaß gemacht. Jetzt machen wir uns langsam auf den Weg nach Hause. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, damit der Kanal wieder wachsen kann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss!